Was denken eigentlich Deutsche über ÖsterreicherInnen? Und verstehen sie unseren Dialekt? Heute sprechen wir mit Patrick von 14 Minuten Deutsch. Er kommt aus Deutschland, unterrichtet selbst Deutsch und gibt uns Einblick darüber, wie er über Österreich und Dialekt denkt. Am Ende testen wir auch noch Patricks Wissen über typisch österreichische Wörter. Denkt ihr, dass er alle erkennen kann? Hallo Patrick, schön, dass du dir heute Zeit nimmst für ein Interview. Wir sind schon sehr gespannt, was du uns heute berichtest. Patrick, kannst du vielleicht vorher, für alle, die dich und euch noch nicht kennen, kannst du dich vielleicht kurz vorstellen? Wer seid ihr? Was macht ihr? Was macht ihr mit eurem Podcast? Genau. Ja, gerne. Also ich bin Patrick und zusammen mit meinem Kollegen Jan machen wir den Podcast 14 Minuten, schon seit einer Weile. Genau, wir machen Content für Leute, die Deutsch lernen und die so ein mittleres Niveau haben, also B1, B2. Unsere Episoden sind immer 14 Minuten lang und wir reden einfach über viele verschiedene Themen auf eben so mittlerem Niveau, und ja, die Leute können uns anhören, anschauen, auch auf YouTube, und es gibt ein Transkript und halt durchs Hören, durchs Sehen und so weiter ihr Deutsch verbessern. Du bist selbst Deutschlehrer, also du kennst die Seite des Deutschlehrers, du kennst die Seite aber auch als Sprachenlernender. Kannst du uns vielleicht mal sagen, wie sind deine oder eure Erfahrungen? Welche Herausforderungen haben Deutschlernende? Was habt ihr da? Was kriegst du damit? Also einerseits ist Deutsch natürlich nicht die einfachste Sprache der Welt wahrscheinlich. Also ja, Leute machen Fehler, was die Grammatik angeht und so weiter. Aber ich würde sagen, das größte Problem, was viele haben, ist, dass sie oft Deutsch auf so eine traditionelle Weise lernen. Also, dass sie so diese typischen Bücher haben und dann Grammatikregeln lernen und so weiter. Und dann irgendwann so einen Punkt erreichen, wo sie merken, obwohl ich jetzt schon so lange Deutsch lerne, ich verstehe immer noch zu wenig, ich kann es auch nicht sprechen und so weiter. Und deswegen gibt es eben unseren Podcast, weil vor ein paar Jahren habe ich eben diese Lücke gesehen. Also es gibt viele Deutschangebote, aber es gab irgendwie nichts, wo einfach so interessante Inhalte auf mittlerem Niveau gemacht werden und auch nicht zu lang. Ja, und den Leuten scheint es zu gefallen, und ich glaube, viele Leute mögen uns gerade deswegen, weil sie so etwas suchen. Also nicht Grammatik, sondern hören und durch das Hören etwas lernen. So authentischen Input, ja, da habt ihr sicher eine gute Lücke erwischt. Ja. Und ich glaube, auch Verena und ich lernen auch sehr gerne Sprachen, und ich glaube, uns geht es auch oft so, dass wir diesen authentischen Input suchen, um damit lernen zu können, Wortschatz, wie sagen die Leute das wirklich, weil uns ist es auch immer so gegangen, dass man was lernt im Lehrbuch, und dann ist man in dem Land und dann sagen die Leute, na, das sagen wir eigentlich gar nicht so. Also das ist echt toll, so ein Angebot zu haben. Du hast schon angemerkt, ihr macht es für Deutsch, du kommst aus Deutschland. Wir sind Österreicherinnen, wir schauen uns das österreichische Deutsch bzw. den Dialekt genauer an bei uns. Und jetzt wird es uns so, wenn wir in diese Richtung blicken, interessieren, was kommt dir denn in den Kopf, wenn du an Österreich, Österreicherinnen und Österreicher denkst? Gibt es da irgendwas? Hast du überhaupt einen Bezug? Du hast auch schon gesagt, du bist aus Norddeutschland. Kommt da was bei dir? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich komme aus Norddeutschland, ich komme aus Hannover, und um ehrlich zu sein, ich war, glaube ich, erst einmal in Österreich, einmal in Wien und auch nur für 3 Tage, glaube ich. Also tatsächlich, ich weiß sehr wenig über Österreich. Also natürlich so Faktenwissen, okay, Hauptstadt und wie viele Einwohner und sowas, aber ich weiß nicht, ich glaube, ja,
Das ist wirklich schwer zu beantworten. Also ich habe glaube ich, viel Halbwissen oder vielleicht auch Klischees in meinem Kopf. Und gerade was den Dialekt angeht, oder die Dialekte, muss man ja eigentlich sagen, weiß ich eigentlich gar nichts. Weil wenn ich an Österreichisch in Anführungszeichen denke, dann denke ich wahrscheinlich an den Wiener Dialekt. Okay. Und habe dann da so bestimmte Assoziationen mit, aber ich weiß, okay, es gibt mehr und es gibt Unterschiede, aber ich kenne die Unterschiede eigentlich nicht. Und darf ich da nachbohren, welche Assoziationen oder welche Stereotypen fallen dir ein, wenn du sie teilen magst? Natürlich, das sind Stereotypen, das ist nie immer alles, aber vielleicht magst du da ein bisschen tiefer gehen. Ja, also für mich, also wie gesagt, das sind Stereotypen, aber für mich, wenn ich Österreichisch oder Wienerisch höre, für mich klingt das wie eine Mischung aus sehr elegant, also so schick, elegant, aber gleichzeitig auch irgendwie sehr hochnäsig, arrogant. Spannend. Ja, finde ich Genau. Und gleichzeitig finde ich diese Wörter, also das andere Vokabular witzig irgendwie. Also sowas wie nicht Tomaten, sondern Paradeiser und so weiter. Also ich kenne so ein paar Beispiele, oder zum Beispiel wir sagen die Cola und ihr sagt, glaube ich, das Cola, richtig? Ja, Artikel sind teilweise unterschiedlich, ja. Das Cola finde ich sehr verstörend, um ehrlich zu sein. Aber ja, also ich sehe das irgendwie mit Humor oder keine Ahnung, das ist interessant einfach, diese Unterschiede. Würdest du, wenn du dich erinnerst jetzt an deine 3 Tage Wien, verstehst du Dialekt oder vielleicht auch das Bayerische ist ja zum Teil ein bisschen ähnlich, verstehst du diese Dialekte? Ich weiß nicht, von diesen 3 Tagen Wien kann man jetzt, glaube ich, keine zu wenig Rückschlüsse wahrscheinlich. ziehen. Ich habe da jetzt nicht so viele stundenlange Gespräche geführt, sondern das war sehr Touri-mäßig. In Restaurants ist mir halt aufgefallen, dass es unterschiedliche Namen für das Essen gab zum Beispiel. Aber ansonsten, ich glaube, wenn man zum Beispiel in ein Restaurant in Wien oder so geht und die merken, dass man aus Deutschland kommt, dann switchen die auf Hochdeutsch oder was ans Hochdeutsche rankommt. Das heißt, ich glaube, ich habe noch nie mit jemandem wirklich im Dialekt kommuniziert, aber ich schätze, es kommt drauf an. Also wahrscheinlich, wie in allen Dialekten, also manchmal haben Leute so ein bisschen Dialekt und dann kann man das verstehen, und manchmal haben Leute einen sehr starken Dialekt und dann ist es schwieriger. Also ich war mal in Bayern zum Beispiel, in Augsburg oder so, und habe so eine alte Dame nach dem Weg gefragt. Das war noch vor dem Smartphone-Zeitalter, und dann hat sie mir das erklärt und ich habe nichts verstanden, also wirklich nichts. Okay. Wow. Okay, spannend. Ich denke, das könnte mir in Österreich auch passieren. Ja. Uns auch, also. Ja. Und Dialekt, wenn wir schon bei dem Thema sind, es gibt ja auch in Deutschland so viele Dialekte. Sprichst du einen Dialekt oder in deiner Familie auch? Oder ist das, wie du jetzt sprichst, ist das deine Muttersprache sozusagen? Ich spreche so, wie ich jetzt spreche. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Man sagt, dass Hannover die Stadt ist, wo man das klarste Deutsch spricht, oder das, was am nächsten am Hochdeutsch dran ist. Genau. Also ich spreche, glaube ich, wirklich sehr, sehr, sehr Standarddeutsch. Okay. Es ist vielleicht langweilig, ich weiß nicht, aber so ist es. Nein, ich finde es super spannend, weil ich fühle mich zwar schon jetzt authentisch, ich spreche, wie ich jetzt gelernt habe, aber es wäre jetzt nicht, wie ich mit meiner Familie spreche, zum Beispiel mit Freunden. Da wäre es natürlich der Dialekt. Und das finde ich spannend, dass das einfach, wie du jetzt sprichst, dass du immer so sprichst. Ja. Und gibt es das eigentlich, wie die Verena gesagt hat, es gibt ja auch viele Dialekte in Deutschland.
Wie nimmst du das wahr, wie Dialekte in Deutschland gesehen werden? Weil in Österreich ist es, ich glaube, ist es ganz normal, dass man im Alltag Dialekt spricht. Wie nimmst du das in Deutschland wahr? Das ist ein sehr spannendes Thema. Da gibt es so Studien. Also wir haben ja sehr viele verschiedene Dialekte in Deutschland, die sich sehr voneinander unterscheiden. Und die haben ein unterschiedliches Prestige oder also manche werden als sehr schön angesehen und Leute hören den gern oder finden ihn interessant. Also ich glaube zum Beispiel Hamburgerisch gilt als sehr positiv oder ich glaube Bayerisch finden die Leute auch tendenziell sympathisch. Aber es gibt auch Dialekte, die finden Deutsche super schrecklich. Und wenn man dann den Dialekt spricht, dann hat man tatsächlich Nachteile. Also wirklich Nachteile, wenn man sich irgendwo bewirbt oder so. Und wird dann teilweise gemobbt oder so. Und ein Beispiel ist zum Beispiel Sächsisch. Also wenn man aus Sachsen kommt und wirklich starken Dialekt hat, die meisten Deutschen würden sagen, oh, das ist schrecklich, dieser Dialekt. Okay, interessant. Weißt du auch warum? Also einfach, weil es schwer zu verstehen ist? Oder warum verbindet man mit einem Dialekt etwas Positives oder dass der sympathisch ist und mit einem anderen schrecklich? Weißt du das zufällig? Das finde ich spannend. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das würde mich auch mal interessieren. Also, es ist nicht unbedingt der schwerste. Also, ich glaube, es gibt andere Dialekte, die genauso schwer sind, aber die gelten als sympathisch. Aber bei Sächsisch ist es so, nee, klingt einfach irgendwie nicht schön in den Ohren von Deutschen. Spannend. Okay. Ja. Gibt es das in Österreich auch, oder? Also ich glaube, es ist wieder stereotypisch, aber es gibt schon die Tendenz, glaube ich, dass manche Dialekte vielleicht netter oder sympathischer wahrgenommen werden als andere. Aber das ist sehr subjektiv und zum Teil einfach wirklich so Vorurteile, würde ich sagen. Ich glaube, es gibt bei uns in Österreich nicht so die Mehrheit, die sich darauf einigt. Also ich glaube, du kannst, weiß ich nicht, eine Person sagt, ich finde den Dialekt in Kärnten nicht so schön, die Kärntner sagen, ich finde vielleicht den Dialekt in Oberösterreich nicht so schön. Aber es gibt keine so grobe Einigung, wie du das jetzt geschildert hast, glaube ich, würde ich jetzt sagen, dass wir alle sagen, Dialekt von X ist nicht so schön. Aber natürlich gibt es so dieser Dialekt gefällt mir nicht, das gibt es schon. Ja. Vielleicht zum Abschluss bleiben wir noch kurz beim Dialekt. Patrick, wir hätten jetzt ein paar Austriazismen für dich, also typische Wörter, wie du schon angesprochen hast, dass wir sehr oft auch beim Essen und Trinken gibt es sehr viele Wörter, die typisch österreichisch sind. Wir würden da dir jetzt einfach ein paar sagen und du versuchst sie wie würdest du aus Norddeutschland dazu sagen? Okay. Ja. Ich starte mal mit dem ersten und zwar Schlagobers. Schlagobers ist, glaube ich, Sahne, oder? Wunderbar, sehr schön. Dann haben wir die Matura. Das ist das Abitur. Genau. Perfekt, sehr gut. Das ist wahrscheinlich einfach, aber wir sagen Gehsteig in Österreich. Gehsteig. Ja, das verstehe ich auch, aber wir sagen eher Bürgersteig oder Gehweg. Ah ja. Dann haben wir der Kaffeeol. Kaffeeol? Ja. Oh, das weiß ich nicht. Das ist kniffliger. Also es ist was zum Essen. Genau, es ist Das ist was zum Essen. Aber ich Gemüse. dachte jetzt, das wäre so irgendwas, um Kaffee zu machen. Ah, nein. Kaffeeol. Also irgendein komisches Gemüse oder so. Blumen. Ich hab den... Nee, komme nicht drauf gerade. Blumenkohl, glaube ich, oder? Würdest du Blumenkohl sagen? Blumenkohl, ja. Ja, Blumenkohl. Ja. Kaffeeol. Kaffeeol, Genau, ja. Kaffeeol ist das bei uns. Okay.
Und vielleicht noch ein letztes, was Süßeres. Marille. Das sind Aprikosen. Ja, Genau. perfekt. Ja. Genau. Okay. Ist ja Sehr Jetzt habt ihr gut. mich nicht. super gelaufen. Ja, nur ein Wort nicht. Ja. Ihr habt mich nicht nach. Ich habe ein Lieblingswort eigentlich damit. aus dem Österreich. Das benutzt man in Österreich, in Deutschland eigentlich nicht, aber ich finde das so toll, dass ich es persönlich auch benutze. Und Welches zwar ist Mal? es Bankomat. Ihr sagt nicht Bankomat? Nee, wir sagen Geldautomat und ich finde, das klingt total langweilig. Ich finde Bankomat viel cooler. Ja, wo ist der nächste Bankomat? Ja, das ist Ja, bei uns stimmt. ganz normal. Aha. Das habe ich nicht mal gewusst, Nein. dass das in Deutschland nicht so verwendet wird. Spannend. Sehr cool, Schön. danke. Jetzt haben wir auch was noch dazugelernt. Ja. Sehr schön. Cool. Dankeschön, Patrick. Ja, ne? Abschließende Frage, wie können dich alle, die zusehen, zuhören, unterstützen? Wo können sie vorbeischauen? Wie können sie dich unterstützen? Ja, das ist ganz einfach. Man kann auf unsere Website gehen, www.14minuten.de, und da findet man unsere ganzen Episoden. Die sind aber auch sonst auf Spotify, Apple, YouTube und so weiter. Aber wenn man auf die Website geht, dann findet man da die ganzen. Findet man alles. Super, werden wir auf jeden Fall auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Und ja, ich glaube, damit belassen wir es und vielen Dank nochmal für das spannende Gespräch. Danke dir, Patrick. Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss. Spannendes Gespräch, oder? Wir nehmen uns auf jeden Fall mit, dass es immer wieder schön ist, neue Menschen kennenzulernen und neue Aspekte über Sprache und Dialekt zu lernen. Was nehmt ihr von heute mit? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Danke, dass ihr heute dabei wart. Wir sehen uns wie immer nächsten Samstag zu einem neuen Video wieder. Und bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch und Dialekt doppelt so viel Spaß. Ich habe aber nichts davon verstanden, also was das heißen könnte, ist mir ein Rätsel und wer weiß, ob ich überhaupt weiterkomme mit der Sprache. Also, und mein damaliger Professor hat mir gesagt, Andrew, Wien ist eine sehr schöne Stadt, aber da reden die Leute ein bisschen komisch.